Christian Günther, arbeite bei der Firma Patzer Erden GmbH seit ungefähr 28 Jahren. Bin Gärtner und auch Gartenbauingenieur, Agraringenieur. Und heute möchte ich vorstellen, was alles so dahinter steht, was alles gemacht werden muss, bis die Erden nachher gebrauchsfertig zur Verfügung stehen. Ja, an diesem Tisch möchte ich gerne verdeutlichen, was für ein mitunter weiter Weg es ist, vom ursprünglichen Rohstoff, vom Ausgangsmaterial bis zum fertigen Substratausgangsstoff oder dann später bis zur fertigen Erde. Diese 5 Ausgangsstoffe, die ich hier aufgebaut habe, das sind im Grunde genommen auch die 5 wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung von torffreien Erden: Ton, Kompost, Holzfaser, Rindenhumus und auch Kokopit. Die Wertschöpfungskette, die fängt ja viel früher an, als man vielleicht denken kann. Beim Ton ist es klassischerweise der Naturton, den wir selber abbauen. Der wird in einem besonderen Prozess mit Holzfasern zum Beispiel vorgemischt zu diesem Lignaton. Das ist eine Mischung, die noch sehr viel Ton enthält. Kann man hier sehen, da sind noch große Tonstücke drin. Und das ist dann der Substratausgangsstoff, mit dem wir unseren Ton in die Erden mit einbringen. Beim Kompost ist es so, das Ausgangsmaterial ist Grünschnitt. Das ist zum Beispiel getrocknetes Laub oder frischer Gehölzschnitt, Grasschnitt. Das fällt an bei Kommunen oder auch im Gartenlandschaftsbau, wird dann entsprechend als Grüngutkompost kompostiert. Und diesen Grüngutkompost, wie wir hier sehen, Rottegrad 5, bekommen wir dann hier bei uns ins Werk als Ausgangsstoff für die Erden. Beim Holz ist es so, das ist ja das Grundmaterial für unsere Holzfasern. Das ist aber auch Reststoffmaterial, kann man sagen. Die Stämme, zum Beispiel die Rundstämme, stammen aus der Holzverarbeitung, aus dem Palettenwerk zum Beispiel. Und da ist es so, dass diese Randbereiche, diese halbrunden Bretter, wie man es auch hier sieht, in der Regel nicht verwertet werden können und als Hackschnitzel zerkleinert werden. Und diese Hackschnitzel bilden wiederum die Basis für unsere Holzfasern, die wir dann selber herstellen. Bei der Rinde ist es ähnlich. Das ist auch ein Material, was bei der Entrindung der Stämme natürlich anfällt. Das wird dann zu Rindenhumus oder auch zu Rindenmulch verarbeitet und muss zerkleinert werden, auch kompostiert werden, fermentiert werden und bildet dann nach einer gewissen Zeit Rindenhumus, der dann wiederum auch ein Substratausgangsstoff für unsere Erden ist. Der einzige nicht regionale Rohstoff, den wir noch verwenden, ist im Prinzip Kokopit. Kokopit stammt aus der Kokosnuss. So sieht eine Kokosnuss aus. Was verarbeitet wird von der Kokosnuss, ist im Prinzip dieser Bereich hier, dieser Schalenbereich. Dieses Material enthält Fasern und auch dieses feine Material, dieses Kokopit. Kokopit kann auch relativ viel Wasser speichern. Wir setzen das ein, anteilig. Es ist ein sehr zweckmäßiger, sehr guter Rohstoff, um torffreie Erden herzustellen. Die technischen Ansprüche an eine Produktion von torffreien Erden ist wesentlich höher als bei Torferden. Ich brauche, wie gesagt, ja viel mehr Rohstoffe. Die muss ich erstmal besorgen. Die müssen aber auch aufbereitet werden, damit sie überhaupt dann in die Erde eingemischt werden können. Aufbereitet, das heißt zum Beispiel beim Kompost, der muss kompostiert werden, der muss einen bestimmten Rottegrad haben. Beim Holz ist es so, die Holzfasern müssen ja auch erst hergestellt werden. Und so zieht sich das von einem Rohstoff zum nächsten. Der Ton, den sehen wir ja gerade hinter uns, das ist ein frisches Material, der ist plastisch, der würde eigentlich nur ankleben. In den Mischanlagen, den muss man auch erstmal durch so eine Vormischung aufbereiten, durch bestimmte Mischverfahren in die Erde mit einbringen. Also insgesamt ist die technische Herausforderung viel, viel größer, auch viel aufwendiger als bei einer Torferde, wie es halt früher war. Also ich brauche erstens Maschinen, um das Material zu zerkleinern, um das bindig zu machen. Wir brauchen Siebanlagen. Bei den Siebanlagen ist es auch wichtig, bestimmte Techniken zu verwenden. Wir verwenden zum Beispiel Sternsiebanlagen. Das sind Anlagen, die das Material trennen nach Fraktionen, aber auch schonen von der Struktur her. Wir brauchen sehr spezielle Mischanlagen. Das heißt zum einen, das sind Mischanlagen, die sehr viele Rohstoffe aufnehmen können. Da spreche ich nicht von 1 oder 2 oder 3 Rohstoffbehältern, sondern von 10 oder 13 oder noch mehr verschiedenen Rohstoffbehältern. Das muss ja alles so in der Anlage vorhanden sein, damit ich es letztendlich dann zusammenmischen kann. Dann brauche ich auch bei der Herstellung von insbesondere von torffreien Erden eine sehr gute Düngerstreuerausstattung. Also je mehr torfrei ich verwende, desto mehr unterschiedliche Dünger muss ich eigentlich auch einsetzen, ganz gezielt.
Und dementsprechend muss natürlich auch unsere Mischanlage ausgestattet sein. Was man auf jeden Fall braucht, um sowas herzustellen, ist sehr viel technisches und auch gartenbauliches Know-how. Das stellen wir eben dadurch sicher, dass wir entsprechendes Personal haben, Techniker, Ingenieure, Mitarbeiter, die aus dem Gartenbau kommen zum Beispiel. Wir haben jetzt eine frische Kompostlieferung, die gucke ich mir jetzt erstmal an, ob sie fein genug ist, also auch abgesiebt wurde, ob sie vielleicht auffällig riecht, ob bestimmte Störstoffe wie zum Beispiel Kunststoffe drin sind oder dann auch doch größere Äste und entsprechend sage ich mal, ob wir die dann auch verwenden können oder nicht. Und dann nehmen wir eine Probe, dass wir die ins Labor einschicken können und uns damit einmal die Werte anschauen können, ob der Salzgehalt passt, ob Nährwerte drin sind, die uns nicht gefallen, einfach auf Nummer sicher gehen. Also falls doch irgendwas mal nicht stimmt, also wie jetzt zum Beispiel, wenn der sehr grob ist, können wir noch mal durch die Siebanlage fahren bei uns. Oder dann auch, wenn es wirklich zu extrem ist, dann wieder der Punkt, dass wir dem Hersteller Bescheid geben, dass wir das so nicht verarbeiten können. Wir laden auch externe Prüfer ein oder Institutionen, die Fremdkontrollen machen, sodass wir quasi noch mal ein zweites Feedback haben. Und dieses Gesamtpaket eigentlich an technischem und fachlichem Know-how, das bildet eigentlich die Grundlage dafür, dass wir diese ganz unterschiedlichen Komponenten miteinander verbinden können. Das Ziel ist immer, dass wir nachher ein Produkt ausliefern an den Kunden, was sofort gebrauchsfertig ist und wo der Kunde eigentlich relativ einfach mitarbeiten kann, ohne dass er seine Technik komplett umstellen muss, sein Düngeverhalten komplett umstellen muss. Der muss es natürlich anpassen in gewisser Art und Weise, aber das muss er zum Beispiel auch mit torfhaltigen Erden. Der Erfolg gibt uns auch recht. Also unsere Kunden sind sehr, sehr zufrieden mit unseren Produkten, vor allen Dingen auch mit den torffreien Produkten. Und viele Gartencenter, die stellen schon um ihr Sortiment. Viele Produktionsbetriebe, die nehmen von uns schon sehr stark torfreduzierte oder torffreie Produkte für die Produktion. Das ist eigentlich das beste Feedback, was wir haben können. Und das resultiert sicherlich auch aus der wirklich immens langen Erfahrung, die wir haben in diesem Bereich mit Torfersatzstoffen. Wie gesagt, seit den 50er Jahren sind wir hier am Standort, haben immer Torfersatzstoffe eingesetzt. Vor über 30 Jahren haben wir schon unsere Fruchs Blumenerde, Öko-Blumenerde torffrei auf der Messe vorgestellt, damals in Frankfurt. Also das hat eine sehr, sehr lange Tradition. Entsprechend viel Know-how haben wir auch, wie man eben torfreie Erden herstellen kann.